Ich fahre, seit ich ein Teenager bin, Seekajak und saß schon in vielen zu großen Kajaks. Der Markt ist voll von Kajaks für große und schwere Menschen, aber es gibt nur ganz wenig Auswahl für leichte Paddler. Mit dem Lavi will Prion das ändern. Ich habe den Lavi ein Dreivierteljahr lang getestet, bin über 300 Kilometer damit gepaddelt und mein erster Eindruck ist, dieses Kajak ist schneller als man denkt. Mit seinen 4,69 Meter Länge ist der Prion Lavi gerade lang genug, um in meinen Keller zu passen. Ja, und ehrlich gesagt war das auch einer der Gründe, weshalb ich mich für den Lavi entschieden habe. Manchmal steckt in der Kürze eben doch die Würze und Länge läuft gar nicht. Prion hat mir zu dem Kajak auch den V-Shape S Bootswagen geschickt. Der lässt sich wirklich blitzschnell montieren. Durch die Positionierung unter der Gepäckluke fühlt sich das Kajak auch etwas leichter an, als wenn man es zu zweit trägt. So, echt so geil, wie schnell das mit dem Bootswagen immer geht. Und das Beste ist, dass der hier einfach sofort in die Luke passt, wenn ich einen Rad abmache. Mach zu. Und dann kann es gleich schon losgehen. Prion selbst nennt als ideales Paddlergewicht 50 bis 70 Kilo. Da bin ich knapp drüber. Ich passe trotzdem ohne Probleme in das Cockpit rein. Bei meinen 1,85 muss ich die Fußrasten nur in der hintersten Position haben. Wenn man sich zum ersten Mal in den Lavi reinsetzt, denkt man vielleicht, der ist kippelig. Sobald man aber etwas zur Seite kippt und auf die Kante kommt, dann merkt man, dass man keine Angst haben muss. Hier ist trotzdem mein größter Kritikpunkt. Wenn ich mein Gewicht verlagere hier mit Kanten, um zu steuern, dann stoße ich hier immer gegen den Sölrand. Und das habe ich mit meinen anderen Kajaks nicht. Also das schränkt mich schon ein bisschen ein. Wenn ich eine Steueranlage benutze, ist das Problem dann natürlich nicht ganz so groß, weil man dann nicht so viel kantet. Jemand, der kleiner ist als ich und eine schmale Taille hat, den stört das vielleicht weniger. Obwohl das Kajak mit seinen 54 Zentimetern schon zu den schmalen PE-Kajaks gehört, finde ich, dass es deutlich schmaler und flacher hätte sein können. Dafür, dass das Kajak für kleine und leichtere Paddler designt sein soll, finde ich es einfach zu groß. Ich habe darüber auch mit Prion gesprochen. Sie sagen, die Bauweise gibt dem Lavi noch mehr Stabilität in der Hülle. Und weiter, im Blasverfahren kann bei Tourenbooten aus technischen Gründen der Sölrand nicht weiter in das Oberschiff versenkt werden, da sich sonst die Bootshülle nicht richtig entformen lässt. Als Touringboot hat der Lavi grundsätzlich eine breitere Form als ein Seekajak. Der Bug ist für mich schmal genug, um das Paddel sauber am Boot vorbeizuziehen und mich effizient nach vorne zu bewegen. Das liegt vor allem an den leicht konkav geformten Flächen am Bug, wo ich das Paddel dicht entlang ziehen kann. Ich weiß nicht, wie Prion es gemacht hat, aber das Kajak ist schnell und gleichzeitig wendig. Eigentlich genau das Richtige für Flüsse. An guten Tagen komme ich mit dem Lavi hier auf der Alster ohne Probleme auf einen 8,3 km/h Schnitt und das auf 20 Kilometern.
Grundsätzlich würde ich zum Lavis die Steueranlage empfehlen. Damit ist das Kurvenfahren leichter und vor allem kann man auch bei Wind und Wellen entspannt den Kurs halten. Strecken über offenes Wasser sind dann mit dem Lavis kein Problem. Ich kenne keinen anderen Hersteller, der eine Treidelleine von Haus aus verbaut. Das finde ich richtig gut. Eine Bugleine gehört einfach zu einem Kajak dazu. Die Prionleine hat 2 feste Ankerpunkte, sodass die Leine die vordere Luke auch nicht blockiert. Der Lavis hat 2 große Luken, die, wenn man etwas clever packt, genügend Stauraum für Übernachtungstouren bieten. Die kleine Tagesluke vor dem Cockpit hat eine feste Box und nicht den Neoprenbeutel, den man sonst von Prion kennt. Im Cockpit ist der schmalste Sitz von Prion verbaut. Der hat ein extra Schaumpolster, was angenehm ist. Ich finde, dass der Sitz kleiner sein könnte, damit auch leichtere Menschen mehr Kontakt zum Boot haben. Auch darüber habe ich mit Prion gesprochen. Sie sagen, dass sie Seitenpads anbieten, damit auch Personen mit einer schmaleren Hüfte Kontakt haben. So könnten unterschiedliche Körper leicht eine angenehme Sitzposition finden. Die Position des Sitzes und der Schenkelstützen lässt sich leicht anpassen. Die Rückenlehne kann man auch während man im Kajak sitzt noch verstellen. Mit dem breiten Söllrand habe ich keine Probleme, meine Spritzdecke drüber zu ziehen. Jetzt muss ich nur noch sehen, ob es rollt. Wenn ich über hinten rolle, merke ich den Söllrand drücken. Aber das Kajak ist ja auch ein Tourenkajak. Auf der Prion-Seite steht, grundsätzlich gilt, erst testen, dann kaufen. Das finde ich super und würde ich genauso unterstützen. Ich finde, der Lavis ist ein Kajak, von dem es viel zu wenig gibt. Die meisten kaufen sich ein Kajak, das eher zu groß als zu klein ausfällt. Aber nur weil man sich beim ersten Reinsetzen sicher fühlt, heißt das nicht, dass man damit auch gut paddeln kann. Bei etwas Wind und Wellen fühlt man sich nämlich nicht sicher in einem Boot, das man nicht beherrschen kann. Ja, der Lavis könnte etwas schmaler und definitiv flacher sein. Aber trotzdem ist das Kajak alles andere als langsam und bremst einen nicht aus. Jemand, der ein Kajak für Flüsse und Seen sucht und eher zu den leichteren Paddlerinnen oder Paddlern gehört, sollte sich den Lavis definitiv mal anschauen. Mit dem robusten HTP-Material braucht man keine Sorgen vor Grundberührungen haben. Wer aber ein richtiges Seekajak sucht, sollte vielleicht besser nach einem Boot schauen, das weniger Angriffsfläche für Wind bietet.